Ich habe hier die wunderschöne Spachtelmasse mir eben angemischt und die will ich jetzt verteilen, weil ich habe heute überhaupt keine Idee, was ich malen will. Und deswegen ist das, glaube ich, ein guter Einstieg heute für mich, weil ich damit einfach auch erstmal nur so rummodellieren kann oder spielen kann von mir aus. Und darüber entsteht dann einfach auch irgendwas, was mich hoffentlich dann inspiriert, woran ich weitermalen kann. Hier tauchen schon Figuren auf und ich kann ja mit den Fingern oder mit den Händen modellieren oder eben auch mit dem großen Palettenmesser. Und ich sehe hier so Figuren und da kann man so die Fantasie laufen lassen. Oder hier sieht aus wie so ein Pferd oder so ein Seepferd. Ich habe hier auch schon so ein Boot entdeckt, gerade ein Segelboot. Vielleicht gehe ich heute ab aufs Meer. Also so kann man wunderbar damit rumspielen und experimentieren, was so für Formen entstehen. Vom Meer aufs Tanzparkett. Ja, das war jetzt eine witzige Reise gerade. Ich glaube, jetzt habe ich mich auch ausgetobt. Und jetzt ziehe ich das hier noch ein bisschen glatt wieder und mache hier noch ein paar Rillen rein. Dann hat man auch so ein Relief. Ich sehe schon die Farbe fließen. Also mal schauen. Das weckt doch hier die Lebensgeister. Oder vielleicht noch einen kleinen Schubser. Schon wieder hier Figuren. Aber jetzt kann ich natürlich die Farbe hier in die Rillen reinziehen. Also die läuft auch natürlich automatisch da rein. Die kleinen Funken hier sind auch witzig. Jetzt braucht man echt viel Zeit. Es läuft so langsam hier in die Rillen rein. Und es läuft ja auch nur da, wo jetzt auch die Flüssigkeit ist. Das ist ja immer das Spannende. Aber der Farbton ist mir noch ein bisschen zu hell. Ja, das ist doch hier ein schöner Mischton. Also so einfach geht es. So schnell kann man sich hier so einen tollen, erdigen Farbton anlegen. Wie schön das hier rüber fließt. Ist das nicht herrlich? Also da läuft es genau bis zur Kante und hier muss ich richtig so die Führung übernehmen, dass es da weiterläuft. Das kann man also auch ein bisschen beeinflussen. Das ist doch jetzt ein toller Farbverlauf hier. Und mit der Pappe geht es auch einfach super zu verteilen. Also die geht besser als ein Spachtel jetzt. Kann ich ein bisschen wegnehmen, ein bisschen hinschieben, die Farbe. Hier sieht man das nochmal ganz gut. Das hat sich gut abgesetzt. Jetzt müsste ich eigentlich warten. Aber ich glaube, ist schön. Ich habe gar keine Lust zu warten. Ich will, glaube ich, einfach weitermalen. Das ist natürlich ungünstig, weil eigentlich gefällt mir das auch so schon ganz gut.
Ich nehme die Tropfen hier aber nochmal weg mit dem Weiß. Wie ein Radierer jetzt einfach. Hier ist die Pfütze. So könnte man jetzt aufhören. Ein minimalistisches Werk, also gefällt mir total gut. Erinnert mich so an Rinder. Sammelt sich immer die Flüssigkeit. Da muss man so ein bisschen nachschubsen. Dann läuft es auch nochmal da weiter, weil sonst hängt das nachher da. Und ja. Doch, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob mir die Laufspuren gefallen. Aber die gefallen mir gut. Das gefällt mir. Kriegt nochmal sowas wie eine Erdung. Ich nochmal ein Tuch. So zwischendurch den Tisch sauber machen. Und ja, wie gesagt, eigentlich kann es so bleiben. Gefällt mir total gut. Aber nee, ich bin da ein bisschen anders drauf heute. Gefährlich, vielleicht kennst du das. Hätte ich direkt nach dem Modellieren weitergemacht, hätte ich es vielleicht stehen gelassen. Ich bin ja immer gerne auch wieder dabei, was zu zerstören. Und ich merke die ganze Zeit, okay, totaler Konflikt hier. Auf der einen Seite gefallen mir die Stellen so gut und auf der anderen Seite möchte ich sie nicht behalten. Wenn man so festhält an den Sachen, die doch so schön sind, ist immer wieder ein Thema. Aber das ist doch hier schön, genau diese Rillen mag ich halt. Die waren ja vorher auch da. Also, aber ich möchte noch ein bisschen mit Farbe arbeiten. Das sind auch tolle Übungen. Also jetzt läuft die Farbe halt nicht genau mit, weil es dafür dann schon wieder zu trocken ist. Also es ist ja immer auch eine tolle Übung, hier mit den Farben zu arbeiten. Wann fließen die wie? Muss ich Wasser dazugeben oder nicht? Kann ich es laufen lassen? Muss ich warten? Das ist ja dann auch immer wieder spannend. Wie witzig ist das gerade? Ich muss gerade an das Bild denken, was auch im Buch ist, was auch auf dem Cover ist. Genau. Ja, interessant. Ein Déjà-vu habe ich gerade. Und nimm immer auch die Finger zum Verschmieren, zum Verteilen der Farbe. Kann ich dir nur als Tipp geben. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, genau. Und deswegen finde ich es ganz gut, wenn man das auch mal mit der Spachtelmasse macht. Also auch da mal den direkten Kontakt spüren und gucken, was das so ergibt. Dann verliert man vielleicht auch so ein bisschen die Hemmung, kann ich mir vorstellen.
Entscheidungen. Ich glaube, das Bild heißt Entscheidungen treffen. So ist es mir gerade in den Kopf gekommen und dachte so, ach, das passt eigentlich. Denn zwischendurch fühlte es sich so an, als müsste ich mich ständig entscheiden. Und eigentlich wollte ich mich gar nicht entscheiden. Und ich wusste auch gar nicht, wie ich mich jetzt entscheiden sollte, weil ja alles so schön auch zwischendurch aussah. Dann kommen wir wieder zu diesem Festhalten. Und dann hatte ich nicht das Format, was ich sonst nutze. Dann muss man sich so ein bisschen umfühlen. Hatten wir letzte Woche im Chat, fand ich toll, das Thema. Und für mich war es auf jeden Fall dieses einfach machen, denn diese Spachtelmasse war es, worauf ich Lust hatte. Und dann nachher den Kaffee drauf zu bringen, war für mich schon irgendwie ja Genugtuung. Das war irgendwie toll und ich hatte ja an das Buchcover gedacht zwischendurch, an das Bild, weil es sich so magisch anfühlte. Also einfach machen, genau, egal wie du dich gerade fühlst, ob hoch motiviert oder müde oder gar nicht motiviert. Trotz alledem, mach einfach. Also schön, dass du hier bist. Mach's gut. Tschüss. Frei und fließend malen. Ich finde gerade dieses Freiheitsgefühl beim Malen, das ist manchmal gar nicht so präsent, obwohl man ja eigentlich genau da die Möglichkeiten hätte, sich frei äußern zu können. Gerade auf der Leinwand, denn wer ist denn sonst da außer dir? Und das ist ja gerade die Problematik, dass es nämlich nicht so ist. Da kommen plötzlich so viele Sachen, spielen damit rein, dass plötzlich die ganze Gesellschaft mit auf deiner Leinwand Platz nimmt, obwohl es doch eigentlich deine Leinwand ist. Und sich dann auch die Freiheit zu nehmen, nee, kommt, jetzt geht mal alle wieder an den Rand hier. Das ist mein Platz, mein Spielraum, hier kann ich mich drauf äußern und ich höre eure Stimmen nicht, sondern ich mache mein Ding hier gerade. Das lernt man beim Malen, ja. Und wenn man das auf der Leinwand kann und lernt, dann macht es auch etwas mit einem und das kann man auch übertragen ins, ich will ja mal sagen, echte Leben, aber eigentlich ist für mich die Leinwand und das Malen das echte Leben. Also das gehört einfach dazu und ich möchte auch, dass die Malerei als solches gesehen wird und natürlich wir darüber die Möglichkeit haben, uns zu äußern und dass es nichts mit Privilegien zu tun hat, sondern dass es wirklich auch jeder machen kann. Ja, und ich glaube, darüber könnte ich schon wieder einen ganzen Vortrag halten. Mache ich jetzt nicht. Ich freue mich einfach, dass du da bist und dass wir hier wunderbar uns austauschen können. Also ich kann ja hier nur was reingeben, aber du kannst mir etwas zurückgeben. Schreib gerne was in die Kommentare. Ich nehme gerne Themen auch auf. Wir chatten ja eh immer zusammen. Auch da finde ich es toll. Also auch das Format der Leinwand war ja letzte Woche Thema und das finde ich auch super. Gerade das finde ich nämlich auch spannend. Wie kann man auf Lieblingsformaten arbeiten? Was macht das denn mit einem, wenn man plötzlich ein ganz anderes Format vor sich liegen hat? Also und. Also es gibt so viel, worüber man sich austauschen kann. Also schön, dass du da bist. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein und fürs Mitmachen hier. Hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss.